Damien Calvin könnte zum FCM kommen. Das ist die große Frage, die wir uns heute stellen. Wie gut er wirklich ist. Auch das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich riesig supporten. Eure Meinung so wie immer gerne in die Kommentare. Dankeschön an jeden, der es macht. Und damit reden wir direkt über Damien Calvin. Die Nummer 5 von FC Biel, auch an dieser Stelle hoffentlich richtig ausgesprochen, aber ich glaube etwas französisch eher. Kommt der Schweizer her, mit 22 Jahren natürlich noch ein Talent. Hier ist er auch 1,94 groß, ähnlich wie ein Pfeiffer, der mit seiner Größe gebreitet hat. Ein sehr, sehr schneller, technischer Innenverteidiger. Viele Vereine sind an ihm dran, der FCM soll es zudem auch sein. Man zeigt hier vor allem sehr viel von der Größe her, was er kann. Ja, das macht schon sehr, sehr viel aus, Größe im Fußball. Und da hat der FCM ja auch meistens immer einen Spieler dabei, der eine bestimmte Größe haben muss. Man kann ihn auch gut vergleichen mit, wie gesagt, Pfeiffer, der mit seiner Größe und vor allem Schnelligkeit immer gut gepunktet hat. Hat mir vor allem in Paderborn sehr, sehr gut gefallen. Zudem wäre Damien auch ablösefrei, also kostenlos. Das ist sehr, sehr gut. Hat sein Marktwert jetzt auch wieder fast verdoppelt, von 250.000 auf 400.000 gesprungen. Ist damit der Spieler in seiner Mannschaft, der mit Abstand den meisten Marktwert hat, in der 3. schweizerischen Liga. Warum man überhaupt auf ihn so auffällig ist, wieso so viele Vereine vor allem auf ihn auffallen, liegt vor allem daran, dass sie es ins Schweizer Finale geschafft haben. Absolut krasse Leistung und er war vor allem der Grund dafür. Ja, wie gesagt, vergleichen kann man ihn mit Pfeiffer, Hoti und auch Leverance. Sind alles etwas größere Innenverteidiger, die aber auch mit Schnelligkeit und vor allem Technik überzeugen. Und natürlich haben sie die Kopfballstärke, was sie ausmacht. Das ist bei Calvin genau das Gleiche. Und er überzeugt vor allem mit diesem Mix aus Technik und Schnelligkeit und zu dem Größe. Das ist bei großen und bekannten Innenverteidigungen immer der Fall. Das ist so der Mix, der Spieler die Weltklasse auch gibt im Fußball. Wenn du diesen Mix hast, bist du meistens oben an der Spitze, was die Innenverteidiger-Nahrungskette angeht, kann man sagen. Ja, um mal ganz klar zu sagen, wer denn an ihm interessiert ist. Hier sind insgesamt 5 verschiedene Vereine dran, unter anderem Young Boys Bern. Die kommen natürlich von ganz oben in der Schweiz. Gleiches gilt für Servette und Gallen und Luzern. Also wir haben hier 4 Top-Vereine, die aus der Schweiz ihn natürlich locken wollen. Hier muss man ganz klar sagen, Young Boys Bern hat nach aktuellen Wahrscheinlichkeiten die beste Chance hierauf. Natürlich ist er Schweizer. Er wird sehr wahrscheinlich lieber in seiner Heimat bleiben, zu einem Top-Verein gehen, was Young Boys Bern definitiv ist. Die spielen international und da lieber Karriere machen als in der 2. deutschen Liga. Du hast natürlich viel bessere Chancen in der Schweiz. Jetzt, wenn du direkt nach Bern wechselst, ja, das ist einfach so, muss man ganz klar so sagen. Unter anderem ist aber auch Braunschweig an ihm dran. Die wollen ihn verpflichten, jetzt nach Frankarts Verpflichtung, was meiner Meinung nach ein Top-Deal für Braunschweig ist. Auch nochmal einen richtig guten Innenverteidiger geholt. Damit wird es natürlich ein bisschen unwahrscheinlicher, weil er ein ähnlicher Typ ist, dass er natürlich nach Braunschweig wechselt. Aber der FCM ist auch im Rennen. Der 2. deutsche Club. Und ich muss sagen, wenn man ihn kostenlos bekommen kann, würde ich das hier definitiv machen. Denn ein Hoti wird vielleicht noch wechseln nach Dresden für etwa 550.000 Euro. Da soll es Gespräche geben. Aktuell gefällt Dresden noch nicht die Ablösesumme. Ottmar will auch nicht runtergehen, was ich verstehen kann. Weniger als 550.000 oder 500.000 wäre dann schon frech. Ich sehe ja auch einen möglichen Wechsel und dafür wäre er dann der perfekte Ersatz, der dann auch als 4. Innenverteidiger oder 5. starten kann, aber sich auch hochkämpfen kann. Das ist ja vor allem das Wichtige, wenn du so ein Talent hast. Und das wird auch das Ziel von Ottmar Schork sein, ganz klar. Also wäre das hier schon sehr interessant. Aber die Frage ist jetzt eigentlich, wie sieht es mit seinen Statistiken aus? Grundsätzlich, wie gesagt, hat er es ins Schweizer Pokalfinale geschafft. Fangen wir direkt mal mit dem Wettbewerb an. Hat er 5 Spiele gemacht von 6. 1 war er nicht in der Startelf. Aber das ist ganz normal. Hat 84% Spielminuten, ist sonst immer alles gegangen. Gleiches gilt auch für die Liga. Da hat er 32 Spiele gemacht, 5 gelbe Karten. Das ist als Innenverteidiger sehr, sehr wenig, muss man hier mal sagen. 94% Startelf-Einsätze. Hat also 32 Spiele von Anfang an
bestritten und auf 94% der Minuten. Also genau das, was er gegen konnte, ist auch gegangen. Auch das ist ein unglaublicher Wert. Hat 4 Vorlagen dabei als Innenverteidiger gemacht. Auch das ist sehr stabil. Hat kein Kopfballtor, aber dafür die Vorlagen. Das zeigt schon mal, dass er ein guter Mittelfeldspieler ist. Und was vor allem der interessante Faktor ist, er ist nicht nur Innenverteidiger, sondern er ist auch ZDM. Mit wem man ihn vergleichen kann? Mit sehr, sehr vielen aus unserer Mannschaft. Wir vergleichen ihn gerne mal mit F. Hartley. Der hat das damals ähnlich gemacht. Ist ZDM. Mittlerweile dann langsam bei uns zum IV rangewachsen und dann hat er beim HSV als IV alles rasiert in der Liga. Also wirklich, das ist eine sehr, sehr gute Position, die er dann bespielen konnte durch den FCM, weil er da die Entwicklung gemacht hat. Gleiches gilt für John. Kam als zentraler Defensiv-Mittelfeldspieler oder Sechser zu uns, hat dann den Schritt in die Innenverteidigung gemacht und spielt jetzt eine richtig, richtig gute Rolle allgemein in der zweiten Bundesliga, wozu er definitiv zu den 15 besten Innenverteidigern der Liga gehört. Auch gleiches gilt für Markus Matthiesen. Für viele der beste Innenverteidiger der Saison gewesen. Auch statistisch hat er das bewiesen. Allgemeine Bewertung von 7,6 über die ganze Saison gehabt. Das ist richtig, richtig gut. Kam als Sechster zum FCM. Hat auch zwischendurch Innenverteidiger bei Wiesbaden schon gespielt. Hat dann den Schritt gewagt als schwimmende 6. Oftmals jetzt auch in der Verteidigung gewesen, vor allem zum Schluss. Am Anfang war noch schwimmende 6 zwischendurch mal. Spielt diese Rolle richtig gut und hat jetzt auch gezeigt, dass er das richtig gut kann. Natürlich könnte für ihn jetzt auch nochmal der bedeutende Schritt sein, dass er weiß, dass der FCM vor allem diesen Schritt gerne geht. Die Entwicklung, was natürlich das Problem ist, Tietz fehlt jetzt. Also schafft der FCM auch die Entwicklung ohne Tietz über Fiedler? Das ist die gute Frage, die man sich jetzt natürlich stellen muss. Ich persönlich denke schon, man kann ihn gut entwickeln. Beim FCM klappt es allgemein gut, weil du ein gutes Umfeld hast. 40 Spiele hat er gemacht und das in der dritten schweizerischen Liga. Hat natürlich eine richtige Top-Saison gespielt. Man muss jetzt natürlich schauen, er wird definitiv gehen, also sehr, sehr wahrscheinlich. Dafür ist er zu gut für den Verein. Hat den Verein auch definitiv überholt. Wo es hingeht, weiß man bis jetzt noch nicht. Es wird aber, denke ich mal, eher Young Boys Bern. Da steigt die Wahrscheinlichkeit stetig. Mittlerweile 51% Wechselchance. Beim FCM steht nur ein Fragezeichen. Würde man ihn bekommen, wäre das ein Top-Deal für den FCM. Aber ich sehe hier eher mal Young Boys Bern ein bisschen vor uns. Und deswegen wird es schwierig, ihn zu holen. Eure Meinung sehe ich aber wieder gerne in den Kommentaren. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich riesig supporten. Ab 99 Cent kann man Mitglied werden. Auch das ist riesiger Support. Danke an meine Mitglieder. Und ciao, Leute.